Wir müssen reden. Heute ging einer meiner größten Wünsche, was Klemmbausteine angeht, in Erfüllung. Und das kann einiges durcheinanderwirbeln. Freunde, wir sehen uns nach dem Intro. Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute geht ein lang gehegter Traum von mir in Erfüllung. Ein Traum, den ich sogar niemals für möglich gehalten habe. Und dieser Traum hat alles zu tun mit der Pressemitteilung, die ich heute bekommen habe. Ich lese sie euch kurz vor. Hier unten steht sie. Kobi schließt Lizenzvertrag mit Volkswagen. Neue Kobi-Modelle aus Klemmbausteinen demnächst auf dem europäischen Spielwarenmarkt. Kobi ist stolz darauf, den Abschluss einer prestigetechnischen Lizenzvereinbarung mit den deutschen Automobilgiganten Volkswagen bekannt geben zu dürfen. Dank dieser Zusammenarbeit können sich Liebhaber, so wie ich, der Automobilindustrie und Klemmbausteinen, so wie wir alle, an neuen realistischen Modellen von Volkswagen Autos erfreuen, die auch hochwertigen, detaillierten Kobi-Steinen produziert werden. Die Lizenzvereinbarung ermöglicht es Kobi, detaillierte, originalgetreue Reproduktionen klassischer und zeitgenössischer Volkswagen-Automodelle zu produzieren. In den kommenden Sets werden Automobilikonen enthalten sein, die sowohl Sammlern als auch jüngeren Fans der Klemmbausteine sicherlich enorme Aufmerksamkeit auf sich ziehen werden. Wir freuen uns sehr über die Möglichkeit, mit einer so renommierten Marke wie Volkswagen zusammenzuarbeiten. Dank dieser Vereinbarung können wir unseren Kunden einzigartige, hochwertige, detaillierte Sets anbieten, die unsere Leidenschaft für Bausteine mit unserer Liebe zum Autofahren verbinden. Unsere Modelle werden nicht nur großen Spaß bereiten, sondern auch ein lehrreiches Erlebnis sein, es ihnen ermöglichen, den Aufbau und das Design von Oldtimern besser zu verstehen. Die ersten Sets der Volkswagen Automobile von Kobi werden im Herbst 2024 in den Handel kommen. Sie werden in den Spielwarenläden, Supermärkten und online erhältlich sein. Ja, Freunde, das war die Pressemitteilung, die ich bekommen habe. Die geht jetzt weg, auch wenn ich sie mir eigentlich einrahmen müsste. Für euch, ihr könnt sie nachlesen auf der Facebook-Seite von Kobi oder auf der Kobi-Webseite. Und ihr habt es gehört, wir brauchen gar nicht groß spekulieren. Es wird zeitgenössische. Die Definition von zeitgenössisch ist jetzt gerade, das was gerade aktuell ist, und Oldtimer von Kobi geben. Wahrscheinlich, so wie hier, die größeren und die kleineren 1:35, die Youngtimer. Ähnlich wie wir es vielleicht von Lego schon kennen, vielleicht ein T1, vielleicht ein Käfer, aber zu träumen, vielleicht auch ein Golf 2, ein GTI, wie auch immer. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass Kobi hier vielleicht den Kübelwagen oder ältere Modelle oder annähernd ran an den Zweiten Weltkrieg hier von Volkswagen sich lizenzieren lässt, sondern es wird wahrscheinlich hier Youngtimer geben. Und die Youngtimer-Serie von Kobi hat ja gerade so ein bisschen mit den Jeeps und den Lancias ein kleines Revival erhalten. Und wie cool wäre es doch da, ein schöner Corrado oder ein Scirocco in 1:35 zu haben und dann einen Golf 1 GTI, ähnlich wie hier den Manta, in der großen Serie zu bauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal eure Meinung zu diesen kommenden Sets vielleicht und eure Wünsche unten in die Kommentare schreibt. Lasst uns zusammen mal ein bisschen diskutieren, denn ich liebe Volkswagen. Und warum? Ich kann es euch sagen, meine persönliche Geschichte von mir, seitdem ich arbeite, seit 1999, seitdem ich 18 bin, arbeite ich mit Volkswagen und um das ganze Wolfsburger Thema drumherum. Also mein ganzes Leben lang dreht sich eigentlich um den Automobilkonzern, die Volkswagen AG. Und deswegen hätte ich nie gedacht, dass ich mal meine Lieblings-Klemmbaustein-Marke, denn das ist ja nun mal Kobi, jetzt auch noch mit Volkswagen zusammen erleben darf. Denn wir wissen alle, dass es ja eine Volkswagen-Lizenz bei Lego gab oder gibt. Wobei, auch das müssen wir uns alle vielleicht ins Hirn bringen oder auch gewahr werden, dass es nicht mehr nur eine Lizenz pro Hersteller gibt, sondern diese ja gesplittet werden. Wir hatten bei Kobi ja schon oder wir haben immer noch die Skoda-Lizenz. Aber nur mal als Beispiel, Audi zum Beispiel, ja auch ein Teil des Volkswagen-Konzerns, hat Lizenzen bei Lego. Ich erinnere da an den aktuellen Speed Champion. Wir haben ein großes Set bei Mega Constructs und wir haben auch Audis im Technikbereich beim chinesischen Hersteller Raster. Also ist es hier nicht mehr so, dass wir nur eine Lizenz pro Hersteller haben, sondern hier eine Split-Entscheidung. Die Lizenzen werden wahrscheinlich nach Form, Größe oder wie auch immer, da können wir nur spekulieren, herausgegeben.
Ich freue mich auf jeden Fall und hoffe wirklich inständig, hier einen großen Golf 1 oder sowas aus Kobi-Stein bauen zu dürfen. Denn, Freunde, ihr kennt es ja vielleicht bei Lego-Modellen wie hier unseren T1. Der ist ganz schön vergilbt. Bei Lego, bei weißen Steinen kann das vorkommen. Aber so ein weißer Golf 1 Pirelli GTI zum Beispiel, kann ich mir bei Kobi nicht vorstellen, dass der ausbleicht. Kleine Spitze, ich liebe Lego, aber ich vergöttere Kobi. Schreibt mir eure Meinung trotzdem bitte gerne immer noch unten in die Kommentare. Ich möchte wissen, was ihr von dieser Lizenz haltet. Seid ihr auch so ein kleiner autoverrückter Wolfsburger wie ich? Das würde mich freuen. Und zum Schluss noch eine andere Geschichte, denn ich glaube, es gibt viele Leute da draußen, die mit Kobi gar nichts anfangen können, aber natürlich mit der Marke Volkswagen bzw. mit den Marken im Volkswagen-Konzern. Und für mich, der ja diesen Kanal ja sowieso etwas, ja, missionarisch macht, um die Marke Kobi auch ein bisschen weiter in die Öffentlichkeit zu treten, ist das natürlich super. Ich habe euch gesagt, ich habe beruflich mit VW zu tun und umso cooler ist es dann zu sagen, ey, hast du schon mal geguckt, da gibt es ja das und das Set. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass ähnlich wie ja die Volkswagen-Produkte über die Volkswagen-Originalteile-Logistik bei den Händlern verkauft wurden, dass vielleicht auch Kobi-Sets dann bei Volkswagen-Partnern landen. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Und wie es trotzdem zu so einer News gehört, obwohl das hier für mich die brandheiße News war, gibt es jetzt noch einen kleinen News-Ticker mit aktuellen Sachen aus dem Hause Kobi. Ich verabschiede mich aber schon mal und sage, schreibt mir alles, was ihr von dieser Lizenz haltet und seid ihr auch vielleicht so gehypt wie ich. Ich glaube, ich werde diese Nacht nicht schlafen können. Schreibt mir bitte eure Marke zu dieser Volkswagen-Lizenz bei Kobi unten in die Kommentare. Jetzt kommt der News-Ticker und ich sage schon mal auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blogstar. Ja, Freunde, zum ersten Mal im Ticker bei den News hier bei mir auf dem Kanal und gleich etwas Neues, nämlich eine Art Panzer Battle Pack, das Kobi Set 2740 aus der Historical Collection World War II, nämlich 3 Panzer, nämlich den Renault R35, den Valentine 9 und den Panzer 1 im Maßstab 1:48 in der Kooperation mit dem Tank Museum in England, dem Musée de Blain in Saumur in Frankreich und dem Deutschen Panzermuseum aus Munster. 3 Exponate, die wir im Maßstab 1:48 bauen können, 595 Steinchen und aktuell ganz frisch auf der Kobi Homepage zu bestellen. Es gibt neue Teile im Kobi Einzelteile Shop. Zum Beispiel bekommen wir einige Figurenteile verschiedenster Nationen, relativ viele Torsi an der Zahl, sowie einige Slopes und für alle Mocker von großen Kampffahrzeugen, sprich Panzern, gibt es farbige Räder sowie etwas Grünzeug und sogar einen bedruckten Kühlergrill in Tan. Ein großer Wurf, wie ich finde, wobei man immer dazu sagen muss, dass Kobi Einzelteile bestellen bei Kobi direkt immer etwas Besonderes ist, sprich etwas teuer. Aber für jeden Mocker, für jeden, der individuell seine Kobi-Sets zusammenstellen möchte, ein Muss, hier vorbeizuschauen. Die Vorbestellungsphase des neuesten Panzers aus dem Hause Kobi ist beendet. Er wird gerade ausgeliefert. Wir sprechen vom sowjetischen IS-3 von der Berliner Siegesparade. Das Set heißt genau Kobi 2589 IS-3 Berlin Victory Parade 1945. Ganz cool, im Vorfeld hat Kobi schon auf der Facebook-Seite einige Auszüge aus der Anleitung sowie die Teileliste veröffentlicht. Immer interessant für Mocker. Dieses Set ist was ganz Besonderes, weil ich schon einmal in einem vergangenen Review über diese Parade gesprochen habe. Und für alle, die Minifiguren sammeln, ist es auch von daher nochmal ein besonderes, weil wir 4 historische Persönlichkeiten dabei haben, nämlich zum Beispiel Georgi Schukow, George S. Patton, General Brian Robertson und General Marie-Pierre Koenig aus Frankreich. Alle 4 Offiziellen, die bei der damaligen Forgotten Parade am 7. September 1945 in Berlin auf den Treppchen standen. Also etwas ganz Besonderes, ein großer Panzer im Maßstab 1:28, einer der ersten jetzt nicht deutschen, wo wir den Turm abnehmen können und auch in das Innenleben schauen können, sowie wir auch wieder einen großen baubaren und austauschbaren Motor haben. Ich freue mich sehr auf das Set, ich habe es vorbestellt, demnächst hier als Review bei mir auf meinem Kanal und vielleicht auch bei euch in eurem Briefkasten. Lange hat es gedauert, nun wissen wir es, die Akagi, der Flugzeugträger des japanischen Kaiserreiches, dessen Limited Edition aus dem Hause Kobi ich euch schon vorgestellt habe hier auf meinem Kanal,
Die normale Version ist aber nun verschoben worden. Aufgrund des Brandes in der Kobi-Fabrik, es war ja in aller Munde, in allen Medien, hat sich der Termin für die Auslieferung nach hinten geschoben. Kobi geht davon aus, dass ab dem 4. Juli das Set zu erwerben ist und ausgeliefert wird. Schuld daran, wie gesagt, der Brand, also höhere Gewalt. Die Limited Edition der Akagi kann man aber immer noch auf der Kobi Homepage bestellen. Wie gesagt, ich lege euch gerne dann noch einmal das Review zu 4850 hier auf meinen Kanal ans Herz. Bevor wir jetzt zur letzten News in so einen Ticker kommen, und ich habe wirklich versucht, diesen Ticker kompakt zu halten, möchte ich nochmal darauf hinweisen, dass ich kein Händler bin. Deswegen habe ich auch keine Preislisten und keine genauen Preise für all das, was ich euch hier erzähle. Versuche ich aber in Zukunft für euch natürlich zu besorgen, damit wir hier alle Hintergründe für alle kommenden Kobi News haben, denn ich habe vor, dieses Format öfter zu machen. Aber jetzt, Freunde, geht's in die letzten News. Und wenn ihr mich aber trotzdem unterstützen wollt, auch wenn ich kein Händler bin, dann schaut gerne mal bitte unten in die Videobeschreibung, da findet ihr Affiliate-Links, dort wo ich meine Kobi-Sets kaufe, und vor allen Dingen würde ich mich natürlich über ein Abo und einen netten Kommentar von euch freuen. Kobi hat wieder eine große Welle an Sets angekündigt. Der Katalog für das zweite Halbjahr ist da und diesen werde ich mit euch hier auf meinem Kanal noch einzeln besprechen. In einem Stream möchte ich mit euch mir diesen Katalog zu Gemüte ziehen. Deswegen hier keine Infos zu den kommenden Sets, wie zum Beispiel den Kubus, den Königstiger in 1:35 und. Wartet einfach auf den Stream, Freunde. Und das war mein erster kleiner Ticker bis hierhin. Ich hoffe, ihr freut euch auf die VW-Lizenz. Vergesst nicht, dass es auch eine Alfa Romeo-Lizenz demnächst bei Kobi geben wird. Und vergesst nicht gerne hier eure Gedanken, Kommentare und einen Daumen hoch, vielleicht, wenn euch das Video gefallen hat, dazulassen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Auf Wiederbauen. Euer Freund, der Blockstar.